Leute, habt ihr auch dieses untäglich grüßt Murmeltier-Gefühl? Es gibt erneut Meldungen über eine weitere Verhandlungsrunde zwischen der Ukraine und Russland. Trotz wechselnder Orte und Termine bleibt der Ablauf identisch. Man spricht vor der Presse von Fortschritten, nur um direkt das nächste Treffen zu vereinbaren. Wisst ihr, im Business gilt, ist das Kernproblem lösbar, klärt man den Rest im Handumdrehen. Steht man aber vor einer Betonwand, ist jedes Fallen an Details nur reine Zeitverschwendung. Man kann jahrelang die Türklinke polieren, man kommt trotzdem nicht durch. Worüber streiten sie eigentlich wirklich? Es geht nicht um Grenzverläufe. Es geht um das Prestige. Ja, darum, wer sich das Abzeichen Sieger an die Brust heften darf, auch wenn es nur reine Formalität ist. Mehr dazu im heutigen Video. Man sagt uns ständig, einerseits, Putin will nicht aufhören. Ganz ehrlich. Ich glaube, er hätte längst gern den Exit-Knopf gedrückt. Sein Blitzkriegversuch ist zu einem 4-jährigen Albtraum geworden. Die Wirtschaft pfeift aus dem letzten Loch und die angeblich zweitstärkste Armee der Welt kriegt es seit Jahren nicht hin, ein paar Regionenkomplex zu besetzen. Kleiner historischer Vergleich. Stalin war nach 4 Jahren in Berlin. Putin nach 4 Jahren... Naja, schaut doch die Karte an. Russland reitet sich in einen Abnutzungskrieg rein, der die eigene Wirtschaft früher oder später auffrisst. Wer davon Schachzug spricht, irrt sich. Das ist reiner Harakiri. Putin steckt fest. Er will raus aus dem Gemetzel, aber sein Ego braucht eine Trophäe, um nicht mit leeren Händen dazustehen. Dass er der Ukraine das Existenzrecht gewährt, verkauft er als Akt der Großzügigkeit. Den Donbass will er erst als lausigen Trostpreis verbuchen. Doch nach 4 Jahren ohne einen einzigen echten Erfolg der sogenannten Spezialoperation noch von sich zu sprechen, ist schlicht lächerlich. Das ist nicht weiter als der verzweifelte Versuch, irgendwie das Gesicht zu wahren. Und auf der anderen Seite haben wir Zelensky. Die Ukraine will unbedingt als unbesiegt aus dieser Sache hervorgehen. Und genau hier liegt der tote Punkt. Es gibt keinen Spielraum für Kompromisse, solange diese beiden unvereinbaren Positionen aufeinanderprallen. Und wenn ihr mich fragt, was mit Europas Koalition der Willigen oder Trumps 20 Punkte liegen, mein Fazit ist simpel. Trump und sein Good Deal sind verdammt spät dran. Die westlichen Bosse haben jahrelang nur Theater gespielt. Europa kommt erst jetzt aus den Federn und Trump kapiert erst jetzt, wie viel Zeit sie in Klo runtergespült haben. Ich habe es ja schon in einem eigenen Video gesagt. Wäre die Unterstützung von ersten Tag an ordentlich gewesen, müssen wir uns heute nicht den Kopf über Termin für die nächste Pseudo-Verhandlungsrunde zerbrechen. Tja, deshalb sind die Chancen auf Frieden in diesem Jahr, seien wir ehrlich, verschwindend gering. Weil jeder unter einem Good Deal was völlig anderes versteht. Dazu, es geht nicht nur um Gebiete, sondern um echte Sicherheitsgarantien. Ohne die ist jeder Deal nur eine kurze Atempause vor dem nächsten Sturm. Ich greife mal vor. Die einzige reale Sicherheitsgarantie für die Ukraine sind die eigenen Streitkräfte. Punkt. Aber dazu kommt noch ein extra Video. Jetzt haue ich aber was raus, wobei einige von euch keine Luft mehr kriegen werden. Wir alle warten auf ein Ende wie im Hollywood-Film. Parade, Tribunal, Flagge über den Kreml. Und weil wir genau das erwarten, fühlt sich jedes andere Ergebnis wie eine Niederlage an. Aber setzen wir mal die rot-rote Brille ab. Es ging in diesem Krieg um nichts Geringeres als die Existenz der Ukraine. Man wollte sie auslöschen, sie in ein Protektorat verwandeln, in Klein-Russland. Und das ist nicht passiert. Die Ukraine hat gegen eine Maschine standgehalten, die an Ressourcen und Kanonenfutter um ein Vielfaches überlegen ist.
Für dieses Ergebnis wurde ein schrecklicher Preis gezahlt. Hunderttausende Leben, zerstörte Städte, Infrastruktur. Emotional einen Frieden ohne sofortige Strafe für die Schuldigen zu akzeptieren, ist fast unmöglich. Ja, wir wollen Gerechtigkeit und zwar sofort. Aber wenn die Ukraine unabhängig, souverän und lebendig bleibt, dann ist das genau das Abzeichen des Siegers. Auch wenn es heute vielleicht nicht so glänzt, wie wir es uns erträumt haben. Und an alle jene, die auf Rache sinnen. Was wir jetzt brauchen, Leute, ist christliche Geduld. Menschliche Justiz mag korrupt oder träge sein, aber es gibt eine höhere Instanz. Und glaubt mir, dort gibt es keinen Schuldenerlass. Gott stellt seine Rechnungen immer pünktlich aus. Findet ihr auch, dass Souveränität schwerer wiegt als Grenzverläufe? Dann zeigt es mit einem Like. Seht ihr das anderes? Schreibt es mir in die Kommentare. Das ist das Thema für mein nächstes Video. Bis zum nächsten Mal.